Lektion 1, offen für Vorschläge. Ich bin mir nicht ganz sicher, wohin ich als nächstes gehen soll, aber ich bin offen für Vorschläge. Das ist eine gute Einstellung. Was denken Sie in Bezug auf Reiseziele? Ich habe über ein paar Optionen nachgedacht, aber noch fühlt sich nichts ganz richtig an. Wie wäre es, einen Ort zu erkunden, der für seine natürliche Schönheit bekannt ist? Das hört sich großartig an. Ich liebe es, in der Natur zu sein, es ist so erfrischend. Genau. Es kann eine wunderbare Flucht aus der Hektik des Stadtlebens sein. Ja. Außerdem würde ich gerne wandern und atemberaubende Ausblicke genießen. Das wäre großartig. Haben Sie bestimmte Orte im Sinn? Noch nicht, aber ich bin offen für Ihre Empfehlungen. Lektion 2, Südostasien-Abenteuer. Ich habe kürzlich ein Land in Südostasien besucht. Das klingt spannend. Haben Sie dort irgendwelche berühmten Sehenswürdigkeiten besucht? Ja, ich habe einige unglaubliche Tempel und wunderschöne Strände erkundet. Wow! Das sind normalerweise Highlights in dieser Region. Welcher Tempel hat Sie am meisten beeindruckt? Der antike Tempelkomplex war atemberaubend, die Architektur war atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen. Es muss faszinierend gewesen sein, die Geschichte aus nächster Nähe zu sehen. Absolut. Jeder Ort hatte seine eigene, einzigartige Geschichte, was ihn noch spezieller machte. Das ist erstaunlich. Ich würde gerne mehr über deine Abenteuer dort erfahren. Ich teile es gerne. Die Kultur und die Menschen waren ebenso unvergesslich wie die Sehenswürdigkeiten. Lektion 3, fesselnde Inhalte. Für ein besseres Engagement sollten wir uns auf die Produktion von Inhalten konzentrieren. Ja, Videos sind beliebt und haben eine höhere Chance, geteilt zu werden. Genau. Menschen beschäftigen sich tendenziell mehr mit visuellen Inhalten als mit Text. Ich stimme zu. In der heutigen schnelllebigen Welt geht es darum, schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Wir sollten Ideen für Videos sammeln, die bei unserem Publikum Anklang finden. Definitiv. Interaktive Inhalte können Zuschauer wirklich anziehen und ihr Interesse wecken. Ja. Wir könnten auch Aufnahmen hinter den Kulissen einbauen, um es persönlicher zu gestalten. Das ist eine tolle Idee. Es hilft dem Publikum, sich mit dem Prozess verbunden zu fühlen. Genau. Der Aufbau dieser Verbindung ist der Schlüssel zur Bindung der Zuschauer. Lektion 4, Sport-Canada-Programm. Haben Sie schon von Sport Canada gehört? Es ist eine faszinierende Initiative. Ja. Sport Canada ist der Name des Programms der kanadischen Bundesregierung zur Förderung des Sports. Genau. Ihr Ziel ist es, die Teilnahme und Spitzenleistungen im Sport im ganzen Land zu fördern. Das ist fantastisch. Es ist wichtig, Sportler auf allen Ebenen zu unterstützen. Absolut. Sie stellen verschiedenen Sportorganisationen Finanzmittel und Ressourcen zur Verfügung. Das muss einen großen Beitrag zur Entwicklung junger Talente und zur Förderung eines gesunden Lebensstils leisten. Ja. Es ist wunderbar zu sehen, welche Auswirkungen es auf Gemeinschaften und das Engagement junger Menschen hat. Ich liebe es, wie Sport Menschen zusammenbringen und Teamarbeit fördern kann. Sicher. Es ist eine großartige Möglichkeit, ein Zugehörigkeitsgefühl und einen Gemeinschaftsgeist aufzubauen. Lektion 5, französischer Einfluss.
Im Englischen gibt es sehr viele französische Wörter. Das stimmt. Tatsächlich enthalten die heutigen englischen Wörterbücher mehr Wörter französischen Ursprungs, als den meisten Menschen bewusst ist. Genau. Viele gebräuchliche Wörter, die wir täglich verwenden, stammen aus dem Französischen. Ja. Es ist interessant, wie sich die Sprache weiterentwickelt und Einflüsse anderer aufnimmt. Absolut. Die Geschichte des Englischen ist voller solch faszinierender Verbindungen. Ich liebe es zu lernen, wie verschiedene Sprachen interagieren und sich gegenseitig prägen. Ich auch. Es zeigt wirklich den Reichtum unseres sprachlichen Erbes. Und es macht das Erlernen von Sprachen noch spannender, wenn man ihre Einflüsse kennt. Rechts? Das Verstehen dieser Zusammenhänge kann unsere Wertschätzung für Sprache steigern. Lektion 6: Bürgerliche Verantwortung. Absolut. Es liegt in unserer Verantwortung als Bürger, uns weiterzubilden und eine informierte Gesellschaft zu fördern. Ich stimme voll und ganz zu. Wissen ist Macht und hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Genau. Wenn wir informiert bleiben, können wir uns sinnvoll in unseren Gemeinden engagieren. Ja. Es ist wichtig, an Diskussionen über wichtige Themen teilzunehmen. Und es befähigt uns, bei Bedarf für Veränderungen einzutreten. Definitiv. Wir sollten andere ermutigen, ebenfalls nach Wissen zu streben. Ich stimme zu. Eine gut informierte Bevölkerung führt zu einer stärkeren Demokratie. Absolut. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir alle an diesem Prozess teilnehmen. Gemeinsam können wir eine engagiertere und nachdenklichere Gemeinschaft schaffen. Lektion 7: Passwortprobleme. Okay, es tut mir leid, aber Ihr Passwort ist falsch. Wirklich? Kann ich es noch einmal versuchen? Ich bin sicher, dass ich es richtig eingegeben habe. Natürlich. Es ist wichtig, das Problem zu klären, damit Sie auf Ihr Konto zugreifen können. Danke. Ich schätze Ihre Hilfe dabei. Es ist frustrierend, wenn solche Dinge passieren. Ich verstehe. Technologie kann manchmal knifflig sein, selbst bei den besten Absichten. Genau. Ich werde meinen Eintrag dieses Mal noch einmal überprüfen. Das ist eine gute Idee. Nehmen Sie sich einfach Zeit, um sicherzustellen, dass es richtig ist. Ich werde. Ich muss unbedingt für eine wichtige Aufgabe auf mein Konto zugreifen. Kein Problem. Sorgen wir dafür, dass wir das Problem schnell lösen. Lektion 8: Einander helfen. Sie ziehen umher, helfen aber dennoch anderen Menschen und helfen sich gegenseitig. Das ist eine wunderbare Qualität. Es zeigt, wie wichtig die Unterstützung der Gemeinschaft ist. Absolut. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen aufeinander achten. Ja. Zusammenarbeit kann zu stärkeren Beziehungen und einer kohärenteren Gemeinschaft führen. Ich stimme zu. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, profitieren auf lange Sicht alle davon. Genau. Es schafft ein Umfeld, in dem sich Menschen wertgeschätzt und verbunden fühlen. Und es ermutigt andere, dasselbe zu tun, wodurch ein Kreislauf der Freundlichkeit entsteht. Ja. Kleine Hilfeleistungen können im Leben eines Menschen einen großen Unterschied machen. Sicher. Wir alle sollten danach streben, in unserem täglichen Leben mehr Unterstützung zu leisten. Lektion 9:
Bürgerliches Engagement. Es ist wichtig, unter den Mitbürgern präsent zu sein und ihnen zuzuhören. Absolut. Der Austausch mit anderen hilft uns, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Ja. Sie fragen sich vielleicht, was für eine Republik wir gemeinsam schaffen wollen. Das ist eine Frage, die zum Nachdenken anregt. Es regt uns an, über unsere Werte nachzudenken. Genau. Bürgerschaftliches Engagement ist für eine gesunde Demokratie unerlässlich. Ich stimme zu. Es liegt in unserer Verantwortung, an wichtigen Diskussionen teilzunehmen. Und uns für die Rechte und Bedürfnisse unserer Gemeinschaften einzusetzen. Ja. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft für alle gestalten. Lassen Sie uns weiterhin den Dialog und das Verständnis unter uns fördern. Lektion 10. Pflicht der Jury. Verantwortung bedeutet oft, dass eine große Anzahl von Personen, vielleicht mehrere hundert, gleichzeitig vorgeladen werden. Das stimmt. Es ist eine ziemliche Aufgabe, so viele Personen für den Geschworenendienst zu verwalten. Ja, und es kann für diejenigen, die berufen werden, überwältigend sein, insbesondere wenn sie andere Verpflichtungen haben. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, wie stressig es sein muss, alles unter einen Hut zu bringen. Genau. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschen den Prozess und ihre Rolle verstehen. Rechts. Jeder sollte sich vorbereitet fühlen und wissen, was ihn erwartet, wenn er ankommt. Absolut. Eine klare Kommunikation des Gerichts kann dazu beitragen, viele Bedenken auszuräumen. Ich stimme zu. Es handelt sich um eine Bürgerpflicht, die aber den Einberufenen nicht zur Last fallen darf. Ja, ein Gleichgewicht zu finden ist der Schlüssel zur Gewährleistung einer fairen Gerechtigkeit. Lektion 11. Entschuldigung der Jury. Wenn Sie einen besonderen Grund haben, warum Sie nicht als Geschworener fungieren, zum Beispiel eine Krankheit, ist es wichtig, mit einem Beamten zu sprechen. Ja, ich habe gehört, dass das eine gültige Ausrede sein kann. Es ist wichtig, Ihre Situation zu kommunizieren. Genau. Sie verfügen häufig über Verfahren zur Bearbeitung dieser Anfragen. Das macht Sinn. Es ist gut zu wissen, dass es Flexibilität für diejenigen gibt, die wirklich nicht dienen können. Absolut. Jeder sollte die Möglichkeit haben, bei Bedarf seinen Fall vorzutragen. Rechts. Es geht darum sicherzustellen, dass alle fair und effektiv teilnehmen können. Ja, und es hilft dem Gericht, eine vielfältige und repräsentative Jury aufrechtzuerhalten. Ich stimme zu. Der Prozess sollte für jeden zugänglich sein, unabhängig von seinen Umständen. Definitiv. Es ist wichtig, dass das Justizsystem verständnisvoll und entgegenkommend ist. Lektion 12. Optionen für Stromausfälle. Leider sind einige Orte aufgrund des Stromausfalls nicht verfügbar. Das ist frustrierend. Gibt es in der Nähe Restaurants oder Cafés, die möglicherweise noch geöffnet haben? Ich glaube, dass es nur einen kurzen Spaziergang entfernt ein paar Möglichkeiten gibt. Das ist gut zu hören. Es ist immer schön, Alternativen zu haben, wenn sich Pläne ändern. Ja. Schauen wir online nach, welche Orte noch geöffnet sind. Tolle Idee. Ich hoffe, wir finden einen gemütlichen Ort, an dem wir etwas essen können. Absolut. Ich würde gerne lokale Unternehmen während dieses Ausfalls unterstützen. Ich auch. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir besorgen Nahrung und helfen ihnen, über Wasser zu bleiben. Genau.
Außerdem ist es eine Gelegenheit, einen neuen Ort auszuprobieren, den wir noch nie zuvor besucht haben. Lektion 13, Einkaufsstart. Das hört sich großartig an. Wo sollen wir anfangen, nach dem zu suchen, was wir brauchen? Wie wäre es mit diesem Shop? Sie bieten eine Vielzahl von Artikeln an, die unser Interesse wecken könnten. Perfekt. Ich liebe es, in örtlichen Geschäften nach einzigartigen Fundstücken zu suchen. Ich auch. Es macht immer Spaß zu sehen, was verschiedene Orte zu bieten haben. Genau. Manchmal findet man Dinge, die man in größeren Geschäften nicht finden würde. Ja. Außerdem fühlt es sich gut an, kleine Unternehmen zu unterstützen. Absolut. Gehen wir hinein und sehen, was wir entdecken können. Ich freue mich darauf. Es ist immer ein Abenteuer, gemeinsam einzukaufen. Sicher. Mal sehen, welche Schätze wir heute entdecken können. Lektion 14, Zivildienst. Im Gegensatz zu vielen Geschäftsleuten dieser Zeit glaubte Pellet jedoch an gemeinnützige Arbeit. Das ist bewundernswert. Es ist inspirierend zu sehen, wie jemand dem Geben Priorität einräumt. Ja. Er sponserte viele Wohltätigkeitsveranstaltungen und Initiativen in der Gemeinde. Das ist fantastisch. Es zeigt das Engagement, das Leben anderer zu verbessern. Genau. Seine Bemühungen müssen bei vielen Menschen einen erheblichen Einfluss gehabt haben. Sicher. Für erfolgreiche Menschen ist es wichtig, ihre Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Absolut. Gemeinnützige Arbeit kann eine dauerhafte Veränderung in der Gesellschaft bewirken. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten und auf lokale Bedürfnisse einzugehen. Ja. Wir alle sollten darüber nachdenken, wie wir einen positiven Beitrag zu unseren Gemeinschaften leisten können. Lektion 15, Flexible Routen. Ja, bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Betreten angemessene Badebekleidung tragen und duschen. Ja, das ist es. Wir können unseren Weg bei Bedarf anpassen, um den Vorlieben aller gerecht zu werden. Das ist toll zu hören. Die landschaftlich reizvolle Strecke ist immer ein Vergnügen. Absolut. Die Aussicht ist wunderschön und macht die Reise angenehm. Genau. Aber wenn die Zeit knapp ist, können wir einen direkteren Weg einschlagen. Sicher. Es ist schön, je nach den Umständen Optionen zu haben. Ja. Flexibilität macht es für alle einfacher, eine gute Zeit zu haben. Ich stimme zu. Und es ermöglicht uns, uns an unerwartete Veränderungen anzupassen. Genau. Denken wir daran, wenn wir unsere Reise planen. Lektion 16, Gebühren klären. Klar, ich werde mein Bestes geben. Auf welche konkreten Gebühren beziehen Sie sich? Das weiß ich zu schätzen. Es gab einige Missverständnisse bezüglich der jüngsten Behauptungen. Ja, es ist wichtig, alles zu klären, um Verwirrung zu vermeiden. Genau. Wenn wir die genauen Gebühren kennen, können wir das Problem effektiver angehen. Ich stimme voll und ganz zu. In diesen Situationen ist eine klare Kommunikation der Schlüssel. Absolut. Es ist hilfreich, alle Details vor uns zu haben. Ja. Auf diese Weise können wir jeden Punkt einzeln angehen. Sicher.
stellen wir sicher, dass wir uns in Zukunft beide einig sind. Definitiv. Ich möchte das Problem so reibungslos wie möglich lösen. Lektion 17, Outdoor-Spaß. Absolut. Ich freue mich sehr darauf, Zeit im Freien zu verbringen und neues Essen auszuprobieren. Das klingt erstaunlich. In der Natur gibt es so viel zu entdecken und dabei köstliche Mahlzeiten zu genießen. Ja. Es ist die perfekte Kombination aus Abenteuer und kulinarischem Genuss. Ich stimme voll und ganz zu. Haben Sie über bestimmte Orte nachgedacht, die Sie besuchen möchten? Ich denke darüber nach, in den Nationalpark zu gehen und ein Picknick zu machen. Das klingt perfekt. Wir können die Landschaft und einige leckere Leckereien genießen. Genau. Ich packe ein paar Snacks ein und wir können gemeinsam die frische Luft genießen. Ich kann es kaum erwarten. Es gibt nichts Schöneres, als an einem schönen Tag im Freien zu essen. Sicher. Es ist die beste Art, die Natur zu genießen und gleichzeitig gutes Essen zu genießen. Lektion 18, Fitnessroutine. Für ein Ganzkörpertraining mache ich gerne eine Mischung aus Cardio und Gewichten. Das ist ein toller Ansatz. Es sorgt dafür, dass die Dinge ausgeglichen und interessant bleiben. Genau. Cardio hilft bei der Ausdauer, während Gewichte Kraft aufbauen. Ja. Es ist wichtig, beide Elemente in eine Fitnessroutine zu integrieren. Ich stimme zu. Außerdem motiviert mich die Umstellung, aktiv zu bleiben. Sicher. Abwechslung kann wirklich einen Unterschied machen, wenn es darum geht, Ihre Ziele zu erreichen. Absolut. Ich finde, dass mir mein Training mehr Spaß macht, wenn es abwechslungsreich ist. Ebenfalls. Es macht Spaß, sich auf unterschiedliche Weise herauszufordern. Ja. Lass uns irgendwann einmal gemeinsam eine Trainingseinheit planen. Lektion 19, kulturelles Eintauchen. Absolut. Ich liebe es, auf Reisen in verschiedene Kulturen einzutauchen. Das ist wunderbar. Das Erleben neuer Kulturen verleiht Ihren Reisen so viel Tiefe. Ja. Es öffnet Ihnen die Augen für verschiedene Traditionen, Lebensmittel und Lebensstile. Genau. Jede Kultur hat ihren einzigartigen Charme, den es zu erkunden lohnt. Ich stimme zu. Das Erlernen lokaler Bräuche macht das Erlebnis viel reicher. Sicher. Es ermöglicht Ihnen, auf einer tieferen Ebene mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja. Ich versuche immer, mit Einheimischen in Kontakt zu treten, um aus ihrer Perspektive zu lernen. Das ist ein toller Ansatz. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr Verständnis zu erweitern. Absolut. Ich bin gespannt auf die kulturellen Erlebnisse, die vor mir liegen. Lektion 20, Einladung zum Mittagessen. Hallo, Anna. Das ist Jan. Ich rufe an, um zu fragen, ob Sie morgen zu Mittag essen möchten. Das hört sich großartig an. Ich würde gerne aufholen. Haben Sie einen Ort im Sinn? Ja, ich habe an das neue italienische Restaurant in der Innenstadt gedacht. Ich habe Gutes darüber gehört. An welche Zeit hast du gedacht? Wie wäre es mit Mittag? Dann ist es normalerweise weniger überfüllt. Perfekt. Ich werde da sein. Es wird schön sein, sich bei einer Mahlzeit zu entspannen und zu unterhalten.
Absolut. Ich freue mich darauf. Es ist zu lange her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das hat es wirklich. Lasst uns sicherstellen, dass wir jeden Moment genießen. Vereinbart. Wir sehen uns morgen Mittag. Lektion 21. Kleidung anprobieren. Großartig. Vergessen Sie nicht, sie vor dem Kauf anzuprobieren und zu sehen, wie sie sich anfühlen. Das ist eine kluge Wahl. Es ist so praktisch, diese Einrichtungen zur Verfügung zu haben. Natürlich. Es ist immer am besten, darauf zu achten, dass alles richtig passt. Genau. Manchmal sehen Dinge auf dem Ständer gut aus, aber nicht, wenn sie getragen werden. Das ist so wahr. Ich habe diesen Fehler schon einmal gemacht und es war enttäuschend. Ja, die Passform ist entscheidend für Komfort und Stil. Das werde ich beim Einkaufen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Gute Idee. Und wenn Sie eine zweite Meinung benötigen, helfe ich Ihnen gerne weiter. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Wenn Sie einen Freund dabei haben, macht das Einkaufen mehr Spaß. Das tut es wirklich. Lasst uns bald einen Einkaufsbummel planen. Lektion 22. Nutzung eines Business Centers. Exzellent. Ich werde sicherstellen, dass ich während meines Aufenthalts das Business Center nutze. Ja, ich muss etwas Arbeit nachholen, während ich hier bin. Ich verstehe. Es ist großartig, dass Sie Geschäft und Freizeit unter einen Hut bringen können. Genau. Ich kann meine Aufgaben erledigen und trotzdem meine Zeit genießen. Und wenn Sie Hilfe benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Dankeschön. Ich schätze Ihre Unterstützung. Es macht einen Unterschied. Natürlich. Auch in Ihren Pausen können wir gerne einen Kaffee trinken. Das klingt perfekt. Es wird mir helfen, erfrischt zu bleiben. Lektion 23. Schicke Ohrringe. Diese Ohrringe sehen so schick aus. Sie können definitiv jedes Outfit aufwerten. Ich weiß. Sie verleihen genau den richtigen Hauch von Eleganz. Genau. Es ist erstaunlich, wie Accessoires einen Look verändern können. Ja. Mit den richtigen Ohrringen kann ein schlichtes Outfit umwerfend wirken. Ich stimme zu. Haben Sie ein Lieblingspaar, das Sie oft tragen? Ich tue. Ich habe ein paar silberne Kreolen, die ich absolut liebe. Sie klingen herrlich. Reifen sind eine klassische Wahl. Ja. Sie passen zu fast allem und sind sehr vielseitig. Sicher. Ich sollte darüber nachdenken, mir ein schönes Paar zuzulegen. Lektion 24. Tischdekoration. In der Mitte eines langen Tisches saß eine prominente Persönlichkeit mit seinen Anhängern. Das klingt nach einer Szene voller Bedeutung. Wer war es? Es war ein Führer, der von seinen Jüngern umgeben war und wichtige Angelegenheiten besprach. Interessant. Es muss eine lebhafte Diskussion gewesen sein. Ja, sie führten intensive Gespräche über ihre Mission. Ich kann mir die Energie in diesem Raum vorstellen. Führung ist so wichtig. Genau. Die Dynamik in solchen Situationen kann Entscheidungen stark beeinflussen. Ich stimme zu. Es ist faszinierend zu sehen, wie Führungskräfte ihre Anhänger inspirieren. Ja.
Jede Stimme trägt zur gemeinsamen Vision bei, die sie teilen. Lektion 25. Neue Küchen ausprobieren. Nicht wirklich. Ich bin offen dafür, verschiedene Küchen auszuprobieren. Irgendwelche Empfehlungen? Absolut. Haben Sie schon einmal thailändisches Essen probiert? Es ist voller Geschmack. Das habe ich nicht. Welche Gerichte empfehlen Sie als Einstieg? Sie sollten unbedingt Pad Thai probieren, es ist ein Klassiker und sehr beliebt. Das hört sich köstlich an. Ich habe immer Lust auf etwas Neues. Großartig. Sie werden begeistert sein, wie frisch und lebendig die Aromen sind. Ich freue mich darauf, verschiedene kulinarische Erlebnisse zu entdecken. Ich auch. Essen ist an sich schon ein Abenteuer. Lasst uns bald einen kulinarischen Ausflug planen. Lektion 26. Kaffee und Gespräche. Wie wäre es, wenn wir in der Pause einen Kaffee trinken und unsere Ideen besprechen? Hört sich gut an. Ich würde auch gerne etwas über Ihr aktuelles Projekt hören. Ich teile es gerne. Es war eine ziemlich interessante Reise. Ich kann es kaum erwarten, alle Details zu hören. Vor welchen Herausforderungen standen Sie? Es gab einige davon, aber sie haben mir geholfen, zu wachsen und zu lernen. Darum geht es. Ich liebe es, wie Herausforderungen zu neuen Erkenntnissen führen können. Genau. Sorgen wir für ein produktives Gespräch bei einem Kaffee. Ja. Es wird schön sein, eine Pause zu machen und Kontakte zu knüpfen. Ich freue mich darauf. Es ist immer toll, sich auszutauschen. Lektion 27. Transportmöglichkeiten. Ja, mit dem Taxi sind es etwa 30 Minuten. Gibt es auch einen Bus, der dorthin fährt? Ich glaube, das gibt es. Busse können eine tolle Transportalternative sein. Das ist gut zu wissen. Es könnte etwas Geld bei den Reisekosten sparen. Genau. Außerdem ist es eine Chance, mehr von der Gegend zu sehen. Wahr. Ich liebe es, einen Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln kennenzulernen. Ja. Es gibt Ihnen eine andere Perspektive auf die Stadt. Ich werde den Busfahrplan überprüfen, um zu sehen, wann der nächste fährt. Tolle Idee. Ich komme mit, wenn Sie gemeinsam auf Entdeckungstour gehen möchten. Das hört sich lustig an. Machen wir einen Tag daraus. Lektion 28. Politischer Kontext. Viele Republikaner glaubten, dass die Demokraten im Jahr 2000 besiegt werden könnten. Interessant. Welche Faktoren trugen zu diesem Glauben bei? Es spielten mehrere Probleme eine Rolle, darunter wirtschaftliche Bedenken und die öffentliche Stimmung. Ich kann mir vorstellen, wie diese Faktoren politische Strategien beeinflussen würden. Ja. Es war eine entscheidende Zeit in der amerikanischen Politik. Definitiv. Wahlen können den Lauf der Geschichte verändern. Und auch die Dynamik zwischen den Parteien kann sich dramatisch verändern. Absolut. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ist für eine informierte Abstimmung von entscheidender Bedeutung. Es ist faszinierend zu analysieren, wie vergangene Ereignisse die aktuelle Politik prägen. Lektion 29. Aktiv bleiben. Und du? Ich habe in letzter Zeit versucht, aktiv zu bleiben. Das ist großartig. Es fällt mir schwer, die Motivation zu finden, regelmäßig Sport zu treiben. Ich verstehe.
Es kann eine Herausforderung sein, im Einklang mit der Fitness zu bleiben. Ja. Manchmal brauche ich einfach einen Anstoß oder einen Trainingspartner. Das ist eine gute Idee. Wenn Sie jemanden haben, der sich Ihnen anschließt, kann es noch mehr Spaß machen. Genau. Außerdem macht es Sie für Ihre Fitnessziele verantwortlich. Lasst uns gemeinsam einige Aktivitäten planen. Wir konnten uns gegenseitig motivieren. Das würde mir gefallen. Es wird Spaß machen, die Reise zu teilen. Großartig. Lasst uns bald ein paar Termine für unsere Workouts festlegen. Lektion 30: Strategischer Fortschritt. Der Fortschritt unserer Waffen, von dem alles andere hauptsächlich abhängt, ist für unsere Strategie von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es ist wichtig zu verstehen, wie unsere Ressourcen mit unseren Zielen übereinstimmen. Ja, und ein klarer Plan hilft uns, unsere Wirksamkeit im Laufe der Zeit zu messen. Genau. Durch die Verfolgung des Fortschritts stellen wir sicher, dass wir unsere Taktiken nach Bedarf anpassen können. Rechts. Es geht darum, unsere Bemühungen zu optimieren, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ich stimme zu. Regelmäßige Auswertungen können uns dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Sicher. Stellen wir sicher, dass wir über ein System verfügen, um dies genau zu überwachen. Definitiv. Es wird unsere Gesamtleistung verbessern und uns zur Rechenschaft ziehen. Ich bin froh, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind. Lassen Sie uns unser erstes Review-Meeting vereinbaren. Lektion 31: Zeitmaschinenabenteuer. Eine Gestalt kam auf mich zu und ich rannte zu meiner Zeitmaschine und sprang hinein. Das klingt spannend. Konnten Sie rechtzeitig fliehen? Nur knapp. Ich habe die Weichen für das 21. Jahrhundert gestellt, in der Hoffnung, Sicherheit zu finden. Wow! Wie war es, als Sie angekommen sind? Es war faszinierend. Die Anblicke und Geräusche waren so anders als zu meiner Zeit. Ich kann es mir nur vorstellen. Sind Sie sofort auf Herausforderungen gestoßen? Ja, die Gewöhnung an die Technologie war zunächst ziemlich überwältigend. Ich wette. Es muss aufregend gewesen sein zu sehen, wie sehr sich die Welt verändert hat. Absolut. Ich bin gespannt darauf, alles zu erkunden, was diese neue Ära zu bieten hat. Lektion 32: Veränderungen in der Natur. Es ist nicht gut, von einer Biene gestochen zu werden, aber es kann auch zu interessanten Veränderungen führen. Das stimmt. So wie sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt, hält auch die Natur ihre Überraschungen bereit. Genau. Es ist erstaunlich, wie manche Herausforderungen zu schönen Ergebnissen führen. Ja. Der Veränderungsprozess kann schwierig, aber letztendlich lohnend sein. Ich stimme voll und ganz zu. Es erinnert uns daran, dass Wachstum oft durch Unbehagen entsteht. Absolut. Die Akzeptanz von Veränderungen kann zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen. Sicher. Jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, trägt zu unserer Entwicklung bei. Ich liebe diese Perspektive. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Höhen und Tiefen des Lebens zu betrachten. Ja. Behalten wir das im Hinterkopf, wenn wir unseren eigenen Weg gehen.